Aber Christian, Schwarzwälder Kirschtorte ohne Kirschwasser, das geht ja gar nicht. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Anyone Can Cook mit Christian und meinem kleinen Freund Mickey. In einem meiner letzten Videos waren wir gemeinsam in Epcot in Orlando. Wir haben den deutschen Pavillon besucht und haben die leckere Käse-Biersuppe nachgekocht. An euren Reaktionen konnte ich sehen, dass ihr gerne mehr aus Epcot sehen möchtet. Und Hans, ein treuer Zuseher, der hat mich gefragt, ob ich nicht einmal die Schwarzwälder Kirschtorte aus dem Restaurant Sommerfest machen kann. Da musste ich sofort an Elli denken. Elli wohnt in Baden-Württemberg. Das ist das Mutterland der Schwarzwälder Kirschtorte. Und außerdem macht sie die beste Schwarzwälder Kirschtorte der Welt. Ich habe sie gefragt, ob sie mich einmal unterstützen möchte. Und sie hat ja gesagt. Hallo Elli! Hallo Christian, schön, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr, dass du mir heute dein geheimes Familienrezept für die Schwarzwälder Kirschtorte verraten willst. Aber Christian, das mache ich doch gerne für dich. Liebe Zuschauer, ich möchte euch dringend bitten, dieses Geheimnis für euch zu behalten und nicht zu verraten. Elli, die Schwarzwälder Kirschtorte gibt es im Epcot ohne Alkohol, dass auch Kinder die Torte essen können. Sollen wir die Torte heute auch ohne Kirschwasser machen? Aber Christian, Schwarzwälder Kirschtorte ohne Kirschwasser, das geht ja gar nicht. Dann ist es keine Schwarzwälder Kirschtorte. Da hast du schon recht. Und wenn die Zuschauer Kinder zu Gast haben, dann können sie das Kirschwasser einfach weglassen und bei den Erwachsenenportionen später noch etwas nachhelfen. Da habe ich einen besonderen Trick, den verrate ich später noch. Sag mal Elli, war das eben eigentlich alemannisch? Ja, das war alemannisch, so spricht man bei uns in der Gegend. Das ist ein so schöner Dialekt, den möchte ich auch gerne lernen. Da habe ich neulich ein tolles Video entdeckt, das muss ich dir unbedingt mal zeigen. Schau mal hier. Sind ein Auto mit dem Auto. Seid ihr auch mit dem Auto da? Schelle sind nicht an sellere Schelle, Selle Schelle schellt nicht. Läuten Sie nicht an dieser Klingel, diese Klingel läutet nicht. Wenn Sie ihr Plastik guck oder nehmen Sie ihr Baberdeckel. Wollen Sie eine Plastiktüte oder nehmen Sie eine Papiertüte? Es wird viel geschwätzt, wenn der Tag lang ist. Es wird viel geredet, wenn der Tag lang ist. Adi. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut. Das ist ja ein tolles Video. Und dieser Hut, einfach fantastisch. Da habe ich neulich was drüber gelesen. Sag mal, weißt du eigentlich, wie viel Bollen so ein Bollenhut haben muss? Nein. Ein echter Schwarzwälder Bollenhut muss genau 14 Bollen haben. Bei verheirateten Frauen sind die Bollen schwarz und bei ledigen Frauen sind die Bollen rot. Oh, da habe ich jetzt wieder was dazugelernt. Toll. Christian, wir müssen den Zuschauern unbedingt noch sagen, dass die Schwarzwälder Kirschtorte 2 Tage braucht. Erst machen wir den Boden, dann die Füllung und morgen machen wir die Torte fertig. Das ist ein guter Punkt. Wenn ihr den Boden und die Kirschfüllung am Tag vorher zubereitet, dann ist das Ganze viel entspannter und die Torte ist auch viel leckerer. Für die Schwarzwälder Kirschtorte brauchen wir folgende Zutaten. Für den Blitzbiskuitboden 4 Eier, 4 Esslöffel warmes Wasser, 40 bis 50 Grad warm, 200 Gramm Zucker, einen Esslöffel Kakao, einen Teelöffel Backpulver und 200 Gramm Mehl. Dann noch etwas Butter zum Einfetten der Backform. Für die Füllung und zur Dekoration 1 Liter Sahne, 3 bis 4 Päckchen Sahnesteif, 2 Gläser Sauerkirschen,
Kartoffelstärke, Zucker nach Belieben, so 50 bis 80 Gramm, eine Tafel dunkle Schokolade und Kirschwasser. Die Schwarzwälder Kirschtorte gibt es ja auch in Epcot in Orlando in Florida. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie Epcot entstanden ist? Nein, das wäre bestimmt mal ganz interessant zu hören. Walt Disneys ursprüngliche Version von Epcot war eine Modellstadt mit 20.000 Einwohnern zu bauen. Die sollte quasi ein Feldtest für moderne amerikanische Stadtplanung werden. Verkehr oberhalb der Stadt sollte nur über Monorails und sogenannte People Mover stattfinden. Die gibt es auch im Magic Kingdom, im Tomorrowland. Das Originalmodell von dieser futuristischen Stadt kann man auch im Magic Kingdom besichtigen. Leider wurde Walt Disneys Vision der Stadt nie verwirklicht. Er war nicht imstande, das Projekt zu finanzieren und die Bauerlaubnis im Staat Florida einzuholen. Er musste zunächst das Magic Kingdom nach dem Vorbild des Disneylands in Anaheim, Los Angeles bauen, bevor die Behörden sich bereit erklärten, die Erlaubnis für das gewagte Epcot-Projekt zu erteilen. Aber leider starb Disney, bevor der Themenpark eröffnet wurde. Nach Disneys Tod entschied die Walt Disney Company, dass sie keine futuristische Stadt betreiben will. Der Vergnügungspark Epcot öffnete nach 3 Jahren Bauzeit am 1. Oktober 1982. Aus großen Flüssen der Welt entnommenes Wasser wurde in die Lagune geschüttet, um so die Eröffnung zu zelebrieren. Das finde ich ja eine tolle Idee. Das finde ich auch. Du hast mir ja erzählt, dass du den Biskuitboden immer bei dem Bäcker deines Vertrauens bestellst. Erstens, weil er den so super macht und zweitens, weil es so schwierig ist, den Boden dann in 3 gleiche Teile zu schneiden. Da habe ich eine ganz besondere Idee. Ich bin gespannt, ob sie dir gefällt. Die Zutaten für den Boden habe ich schon einmal zusammengestellt. Damit müssen wir gleich Eier, Zucker und Wasser 8 Minuten lang aufschlagen und leider mit dem Handrührgerät, da meine Küchenmaschine gestern kaputt gegangen ist. Zuerst schlage ich die Eier auf, dann gebe ich den Zucker dazu und jetzt gebe ich das warme Wasser dazu. Wir müssen alles zusammen 8 Minuten lang aufschlagen. Wir machen heute übrigens einen Blitzbiskuit. Da spart man sich einige Arbeitsgänge, da man Eigelb und Eiweiß nicht getrennt aufschlagen muss. Elli, du musst mir mal helfen. Sag mal, Christian, du machst doch sonst immer alles mit Disney-Magie. Warum nicht heute auch? Stimmt, das habe ich ja völlig vergessen. Bibidi, Babidi, Bu. Wow, das grenzt ja an Zauberei. Dank der Disney-Magie ist die Schaummasse jetzt fertig. Als nächstes müssen wir das Mehl dazugeben. Das machen wir am besten gleich mit einem Sieb, damit sich alles gut vermischt. Das kann ich ja machen. Gute Idee. Das Mehl muss unbedingt gesiebt werden. Wir wollen ganz viel Luft in den Teig bekommen. Kakao und Backpulver können wir gleich dazugeben, damit sich alles gut vermischen kann. Das Mehl hebe ich jetzt nur noch mit einem Schneebesen unter, damit der Teig luftig bleibt. Ansonsten gibt es einen Rührteig. Elli, kannst du schon mal die Backform vorbereiten und etwas einfetten und mit Mehl bestäuben? Ja, selbstverständlich. Der Biskuitteig ist jetzt fertig. Jetzt können wir ihn in die Form füllen. Dabei darauf achten, dass es eine glatte Oberfläche gibt. Aber der Teig ist so schön flüssig, da geht das von ganz allein. Jetzt müssen wir die Form für
ungefähr 50 Minuten bei 160 Grad Umluft in den Backofen geben. In der Zwischenzeit können wir die Kirschfüllung vorbereiten. Ich habe hier 2 Gläser Schattenmorellen. Die habe ich jetzt getrennt, die Kirschen extra, der Saft extra. Also du musst 12 Kirschen beiseite stellen für die Dekoration. Dann rühre ich mit Mondamin ein bisschen Stärke an für den Saft. Wie viel nimmst du da? Ich nehme mal 2 Esslöffel Mondamin. Dann nehme ich den Saft. Wenn der jetzt schön glatt ist, ohne Bulle, Schwäbisch, den Kirschsaft mit Kartoffelstärke erhitzen und dabei gut umrühren, damit er nicht anbrennt. Etwas Zucker dazu. Also kontrollieren jetzt, ob der Saft dick genug ist. Wenn er nicht dick genug ist, müssen wir noch ein bisschen Stärke dazu tun. Aber wenn es länger kocht, wird es automatisch dicker. Man kann es wirklich erst sehen, wenn es dick genug ist, mache ich auch noch ein bisschen Schnaps dazu, das ja auch da reinkürt. Boah, das riecht aber schon ganz schön nach Alkohol. Ich glaube, da darf man hinterher aber kein Auto mehr fahren. Ja, also ich glaube, so viel Schnaps ist nicht drin. Na, ich probiere mal. Ich werde es auch mal ausprobieren. Na, doch, es hat ganz schön Wumms. Ich mache dir auch mal ein bisschen auf den Löffel. Danke. Ja, es geht. Okay. Denn wenn die Kirschen drin sind, verdünnt sich die Sache ja nochmal. Das heißt, du willst noch mehr Schnaps reinmachen? Ja, ein kleiner Schuss. Na, dann mal los. Okay. Ist das dick genug noch? Oder? Das ist dick genug noch, ja. Ich glaube, wenn es abgekühlt ist, wird es auch nochmal dick. Ja. Also ich mache jetzt die Kirschen dazu. Und da hat ja auch noch Saft drin. Ja, okay. Wenn es alles abgekühlt ist, dann wird der Kuchen damit gefüllt. So, die 50 Minuten sind jetzt um. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man sich gut unterhält. Dann kann ich den Kuchen jetzt aus dem Ofen holen. Genau. So, sieht ja ganz gut aus. Sieht toll aus, der ist gut aufgegangen. Ja. Jetzt löse ich ihn mit einem Messer vom Rand. Ja. Dann gebe ich ein Gitter darüber und drehe den Kuchen um. Und dann lösen wir ihn vom Boden. Ja, super. Sehr schön. Vor dem Zerschneiden muss er allerdings noch richtig auskühlen. Das machen wir dann morgen. Bei meiner Mutter, die hat sich immer aufgeregt, wenn wir den Teig schlecht haben. Ja. Oi, oi, oi. So, Christian. Jetzt zeig mal, was du gelernt hast. Schelle se net an Selle schelle, Selle schelle schellt net. Wow, war schon sehr gut. Vielen Dank. Also, Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit. Und schon sind wir wieder bei Tag 2 angelangt. Okay. Hast wieder eine tolle Schürze an. Noch besser als gestern, finde ich. Die sieht heute aus wie die von Minnie Maus. Ja, eben, das ist ganz bewusst gemacht. Toll ausgesucht. Echt toll. Klasse, Elli. Gefällt mir echt gut. Ja, schön. Freut mich, dass es dir gefällt. Das Kirschwasser gestern, das war auch einmalig. Zum Glück hast du ja noch eine zweite Flasche besorgt. Ansonsten hätten wir heute Probleme und hätten nichts mehr für die Torte. Den Biskuitboden und die Kirschfüllung haben wir ja gestern schon vorbereitet. Ja. Und jetzt will ich dir ja meinen Trick zeigen, wie man den Boden schnell und einfach in 3 gleiche Teile schneiden kann. Man könnte das jetzt entweder mit einem Messer machen, da muss man aber aufpassen, dass man genau gerade schneidet. Das ist etwas schwierig. Deswegen habe ich einen Faden in ausreichender Länge abgeschnitten, habe Zahnstocher in den Boden gesteckt. Das habe ich mit Hilfe von einer Gabel gemacht, dass denn die Böden auch alle gleich dick sind.
Das ist ja ein toller Trick. Nicht wahr? Jetzt lege ich den Faden mit Hilfe der Zahnstocher einmal um den Boden herum. Dann müssen wir den Faden einmal überkreuzen und ziehen ihn einfach zusammen. Das gleiche dann noch einmal. Wenn der Boden schon etwas hart sein sollte, dann könnt ihr etwas nachhelfen. Wenn ihr den Rand ungefähr 1 cm mit einem Messer einschneidet, dann geht der Faden besser durch. So, der Biskuitboden ist jetzt geschnitten. Das ist doch ein super Trick. Kanntest du den schon? Nein, den kannte ich nicht. Also ich war total überrascht, dass es so gelingt. Und auf die Idee wäre ich nie gekommen. Muss man erst mal drauf kommen. So, nun bin ich gespannt, wie es weitergeht, wie deine Geheimtipps jetzt für die Torte sind. Aha. Also zunächst müssen wir 600 Milliliter Sahne schlagen. Wie gestern besprochen, habe ich alles, was wir zum Sahneschlagen benötigen, über Nacht in den Kühlschrank gelegt. Okay, das ist sehr wichtig, besonders bei warmen Temperaturen. Außerdem ist es wichtig, dass man nicht mit der höchsten Stufe des Mixers arbeitet. Nach einer Minute geben wir 2 Päckchen Sahnesteig dazu. Sieht gut aus. Also jetzt können wir den Schnaps dazugeben. Okay. Dann mach du mal, du kennst dich am besten damit aus. Wie viel machst du da rein ungefähr? Dosiert. Also das ist auch nach Geschmack, aber den Kirschwasser. Ich sehe schon, also es wird eine hochprozentige Torte. Jetzt gieße ich das langsam um. Es darf nicht so viel sein. Und jetzt wahrscheinlich unterrühren ein bisschen, ne? Oder? Ganz leicht auf der gleichen Stufe. Einfach nur kurz durch. Und jetzt können wir wahrscheinlich damit beginnen, die Torte zu bauen. Ganz genau. Dafür nehmen wir den oberen Boden, drehen ihn einmal um. Dann geben wir einen Tortenring darum. Zuerst träufeln wir etwas Kirschwasser drüber. Dann beginnen wir mit der abgekühlten Kirschfüllung. Wir geben etwa die Hälfte auf den Boden. Dabei musst du darauf achten, dass du den Rand etwas frei lässt, weil, wenn du bis zum Rand streichst, die Füllung durch die Sahne die rote Farbe abgeben kann. Und dann sieht die Torte nicht mehr schön aus. Achte darauf, dass du die Mitte etwas frei lässt. Dann kann man den Kuchen auch später besser schneiden, wenn nicht genau in der Mitte eine Kirsche ist. Als nächstes kommt die Sahne. Und jetzt etwa die Hälfte der Sahne darauf geben. Dann den mittleren Boden. Gut andrücken, damit er sich gut mit der Sahne verbindet und die Torte nachher beim Aufschneiden nicht auseinanderbricht. So, ich glaube, das reicht schon. Mhm. Dann kommen wieder die Kirschen, nehme ich an. Ja, da kommt die Kirsche. Und alles mit der zweiten Hälfte der Sahne bedecken. Glatt streichen. Zum Schluss den letzten Boden, weil er die glatteste Oberfläche hat. Dann ist es einfacher mit dem Verzehren. Und jetzt auch hier wieder richtig fest andrücken. Also man kann die Torte über Nacht durchkühlen lassen, aber wenn es schnell gehen soll, dann kann man die Torte auch sofort fertig machen, aber dann hat der Schnaps nicht so viel Zeit, richtig durchzuziehen. Für die Verzierung müssen wir die restlichen 400 Milliliter Sahne schlagen. Du Elli, wir haben ja noch so viel von der Kirschfüllung über. Was machen wir denn damit? Das ist gar kein Problem.
Selber habe ich ausprobiert, da kann man einen wunderbaren Schwarzwaldbecher draus machen. Ein bisschen Vanilleeis, dann diese Kirschen obendrauf, ein bisschen Sahne und es schmeckt fantastisch. Das hört sich lecker an. Also das gibt ein ganz Das toller machen wir Nachtisch, nachher. also kein Problem. Auf alle Fälle machen wir das. Ja. So, dann schlagen wir jetzt die Sahne. Auch schon mal rein, ja. Super, passt. Können wir gleich in den Spritzbeutel reingeben. 5 Esslöffel. Für die Sahnetupfer, die wir nachher auf die Torte machen, genau. Den Spritzbeutel haben wir gleich in ein Glas gegeben, dann lässt sich die Sahne besser einfüllen. So, das reicht, denke ich, ne? 5 Äpfel reichen, ja, genau. Das stellen wir in den Kühlschrank, dann lässt sich die Sahne nachher besser verarbeiten. Ja. So, dann fangen wir an, die Torte zu verzieren. Ja, fangen wir an. Zuerst lösen wir die Torte von den Tortenring. Wow, das sieht doch schon toll aus. Toll aus, ja. Und damit wir die Tortenplatte nachher beim Verzieren nicht verschmieren, habe ich einen Tipp, den ich im Internet gefunden habe. Ich habe Backpapier in Streifen geschnitten Ja. und das geben wir jetzt unter die Torte darunter. Also das ist jetzt eine tolle Idee. Das finde ich jetzt auch. Hast du auch nochmal wieder was dazu gelernt, ne? Genau. Ja, man lernt ja nie aus. Jetzt die Sahne mit dem Tortenheber auf den Rand auftragen. Von unten nach oben. Also mit der restlichen Sahne müssen wir jetzt den Deckel verzieren. Zum Schluss die Unebenheiten noch etwas nacharbeiten. Das geht besser, wenn du den Tortenheber etwas nass machst. Guter Trick, das Ja, macht schon echt einen Unterschied. Sag mal, Christian, du hast doch immer so tolle Ausflugsziele. Erzähl uns doch mal was vom schönen Schwarzwald. Das ist eine gute Idee. Und wenn man von hier aus ins Disneyland fährt, dann liegt er ja direkt auf dem Weg. Da habe ich zum Beispiel beim letzten Mal die weltgrößte Kuckucksuhr entdeckt. Haha, welche meinst du denn? Das stimmt, habe ich auch gesehen. Ich habe gleich mehrere Uhren mit Schildern weltgrößte Kuckucksuhr gesehen. Es gibt da wohl scheinbar einen richtigen Wettstreit. Die erste, die ich gesehen habe, befindet sich in Schonach-Untertal. Sie wurde 1980 fertiggestellt und war laut Besitzer 20 Jahre lang die größte Kuckucksuhr der Welt. Das Uhrwerk ist 3,60 Meter breit und 3,10 Meter hoch. Laut Guinness Buch der Rekorde steht die heutige größte Kuckucksuhr der Welt im Eble Uhrenpark Schonach. Sie ist 15 Meter hoch und ist einer traditionellen Schwarzwälder Kuckucksuhr im Maßstab 60:1 nachempfunden. Der Kuckuck selbst ist ganze 4,5 Meter lang und wiegt 150 Kilogramm. Zu jeder halben und vollen Stunde grüßt der Kuckuck aus der haushohen Kuckucksuhr in Homberg-Niederwasser. Die Homberger Uhrenspiele mit einer Höhe von 10,80 Meter und einer Breite von 11,50 Meter bestehen aus insgesamt 21 beweglichen Figuren. Mit ihrer Breite hat diese Uhr sogar seit 1997 einen Eintrag als breiteste Kuckucksuhr im Guinness Buch der Rekorde. Zwischen Triberg und Homberg gibt es auch das Haus der 1000 Uhren. Wie ich herausgefunden habe, hat der Wettstreit der sogenannten größten Kuckucksuhr der Welt bereits im Jahre 1946 in Wiesbaden begonnen. Damals hat der jüdische Souvenirverkäufer Emil Kronberger die erste weltgrößte Kuckucksuhr errichtet. So, die Torte haben wir in der Zwischenzeit in den Kühlschrank gestellt. Und ich nehme mal an, wenn wir jetzt aufgeräumt haben, müssen wir als nächstes die Schokolade für die Dekoration raspeln. Ja, da hast du recht, Christian. Aber zum Aufräumen habe ich jetzt gar keine Lust. Aber warte mal, ich weiß was Besseres. Bibidi, babidi, boom. Wow,
Das hat ja super geklappt mit der Disney-Magie. Ja, war selber überrascht und ich werde das in Zukunft auch zu Hause anwenden. Wenn das so einfach geht, bin ich viel schneller fertig mit meinem Haushalt und ich kann auch mit meiner Freundin spazieren gehen oder Kaffee trinken. Vor allem beim Staubsaugen würde ich das machen. Ja, bei Kartoffelschälen ist auch nicht so einfach. Gute Idee. Dann können wir jetzt anfangen, die Schokolade vorzubereiten für die Dekoration. Ich reibe dann die Schokolade für die Seite und du kannst ja die Schokolade für den Deckel schaben, das sieht ja dann besser aus. Genau. Na, das war ja jetzt eine schöne Schokoladenschlacht. Kann man wohl sagen. Zum Glück hatten wir wieder Disney-Magie zur Verfügung, das schon gleich aufgeräumt ist und wir jetzt mit der Dekoration anfangen können. Genau. Da habe ich einen Tipp im Internet gesehen, weil du sagst, es fällt dir ja immer viel Schokolade runter. Ich habe ein Handtuch, ein Geschirrtuch jetzt unter die Tortenplatte gelegt. Die kann ich jetzt drehen. Und jetzt habe ich mir Gummihandschuhe angezogen und kann die Schokolade gut an der Seite anbringen, sodass nicht ganz so viel herunterfällt. Es hat ja einigermaßen geklappt. Ich bin zwar nicht ganz zufrieden, aber ist schon okay, diese Methode. Willst du jetzt oben drauf dekorieren? Ja, das mache ich gerne. Und ich glaube, das reicht schon ziemlich. Ja, sieht toll aus. Ein bisschen wenig. Super. Jetzt machen wir noch die Sahnetupfer drauf, die Kirschen und dann Genau. sind wir fertig, ne? Dann sind wir fertig, ja genau. Christian, jetzt müssen wir noch die Torte in Stücke einteilen. Also erst halbieren, dann vierteln und dann dritteln. Jetzt haben wir 12 leckere Stücke und jedes Stück bekommt jetzt einen Sahnetupfer. So, und für die Deko habe ich Kirschen aus dem eigenen Garten mitgebracht. Wow, das ist ja echt ein Meisterwerk geworden. Das ist eine tolle Grisi-Torte. Grisi? Das ist eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, Grisi heißt auf Alemannisch Kirschen. Na, da habe ich wieder was dazugelernt. Aber ich habe das Wort schon mal gehört in der Schweiz. Ich dachte, Grisi ist ein Schweizer Wort. Schweizerdeutsch ist Hochalemannisch. Und schon wieder was gelernt. Da bleibt mir nur noch zu sagen, voilà, bon Appetit. Also auf jeden Fall wette ich, dass wir die Torte schneller verdrücken, wie die gefilmt wurde. Zu schön zum Essen eigentlich. Und Action. Was hat? Wir haben 3 Torten, wir haben es nämlich 3-mal gemacht. Ja, das scheint. Wunderbar. Ein Traum. Bist du auch? Ja, das scheint. Ich wollte euch ja noch mal einen Trick erzählen. Wenn ihr die Schwarzwälder Kirschtorte ohne Alkohol gemacht habt, weil auch Kinder mit am Tisch sind, dann könnt ihr die Erwachsenenportion später noch mit Kirschwasser besprühen. Das ist super einfach und schmeckt auch sehr lecker. Das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke. Es verabschieden sich euer Christian, Miki und unsere Freunde. Bis bald mal wieder. Ade!